Ein Ford F-Max auf dem Weg zum Einsatz. Und es ist alles andere als ein normaler Ford F-Max. Denn dieser 500 PS starke F-Max fällt schon auf den ersten Blick durch das markante Individualtuning der Lkw-Vermietung Traktat auf. Dann gibt es da auch noch den Spezialauflieger, der sozusagen eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine ist. Das, was der F-Max dahinter sich herzieht, ist ein sogenannter Gülle-Separator und Fahrer Danilo Golsch steuert damit landwirtschaftliche Großbetriebe im gesamten Bundesgebiet an. In jedem Fall ist der LKW ein echter Hingucker und sein Fahrer ist mächtig stolz auf ihn. Der lässt sich schön fahren, spurtreu. Wenn wir am Fahren sind, dann sind natürlich die anderen Lkw-Fahrer schon am Gucken, weil es halt ein relativ neuer Lkw ist. Ne? Man sieht den ja nicht alle Tage in Deutschland, schon gar nicht mit den Anbauteilen, die der jetzt dran hat. Also gibt es ja so in der Form noch nicht. Und ja, die sind dann schon am Gucken. Ne? Natürlich ist es auch schön, wenn du dann auf der Autobahn bist und alle Leute gucken. Ne? Der Ford F-Max von Danilo gehört zu einem Dutzend Zugmaschinen dieses Typs, den die Firma Dietrich GmbH in Olpe im Auftrag von Traktat bereits gepimpt hat oder noch pimpen wird. Und zwar so, dass der Fahrkomfort in jeder Beziehung gesteigert wird. Dazu gehören zum Beispiel lackierte Felgen, um dem F-Max in jedem Fall einen ganz besonderen Look zu geben. Im Mittelpunkt aller Arbeiten steht das Wohlfühlgefühl des Fahrers. Es soll nicht nur nachhaltig erhöht werden, sondern sogar das Fahren im neuen F-Max zu einem besonderen Erlebnis machen. Bei dem Fahrzeug, auch bei den folgenden, die an die Firma Traktat gehen, ist es einfach so, dass wir ganz spezifisch sagen, was möchte der Kunde haben. Wo haben wir einfach einen Wiedererkennungswert für die Marke Ford Trucks, für uns, aber auch eben für den Kunden, die Firma Traktat. In dem Fall ist es so, dass wir einfach zusätzliche Anbauteile zurüsten, lackieren, die einfach vorher, ich sag mal, eben nicht in Wagenfarbe lackiert wurden. Es keine Zusatzbeleuchtungen gab in dem Bereich, in dem Umfang, wie sie jetzt hier nachher angebaut werden. Und es eben spezifische Gimmicks gibt, sage ich mal, die dem Fahrer einfach den Alltag erleichtern. Es komfortabler, wohnlicher machen und natürlich auch effizienter. Aufwendig ist natürlich die Montage der großen Sonnenblende und des dazugehörigen Leuchtschildes. Dann kommen noch zusätzliche Fernscheinwerfer und Rundumleuchten. In der Werkstatt fällt auf, wie kleinteilig und damit auch präzise die einzelnen Arbeitsschritte erledigt werden. Dass dafür auch viele Verkleidungen in der Fahrerkabine des F-Max gelöst werden müssen, liegt in der Natur der Sache. Sieht am Anfang immer ziemlich wüst aus. Es sind aber tatsächlich nachher nur Kleinigkeiten, die man auch in der optischen Veränderung sieht. Tatsächlich spielt sich es eigentlich im Hintergrund hinter den Verkleidungen ab. Das heißt, wir benötigen hier spezifisch einfach den Platz und den Bauraum, entfernen Verkleidungen, um zusätzliche Leitungen, Verkabelungen zu legen. So Sachen, so Fahrergimmicks wie ein Funkgerät zu verlegen, zusätzliche Schalteinheiten für die zusätzlichen Beleuchtungseinrichtungen, die raufkommen. Und damit einfach alles am, ich sag mal, perfekten Platz auch sitzt, müssen wir halt eben verschiedenste Dinge zerlegen, anpassen, Punkte schaffen, wo wir eben Schaltereinsätze, Kabel etc. verlegen können. Zurück zur Arbeit von Berufskraftfahrer Danilo Golsch, der mit seinem Ford F-Max heute einen großen Bauernhof mit 350 Kühen in der Nähe von Stade besucht. Zum Einsatz kommt da auch der Gülle-Separator. Doch was es mit dieser Maschine genau auf sich hat, das soll uns Danilo mal selbst erklären. Wir sind hier zum Separieren von Gülle. Das bedeutet, die Gülle wird in die Maschine eingesaugt. Läuft dann oben durch die türkisenen Tuben, das nennt sich Separatoren. Da wird über eine Schnecke die Flüssigkeit durchgedrückt, wobei der feste Stoff nach außen gedrückt wird auf das Förderband, wird dann quasi separiert und die Flüssigkeit geht wieder zurück und bleibt beim Landwirt. Weil der tagtäglich, wie man so schön sagt, durch Dreck und Trieb muss, ist die regelmäßige Reinigung nach Einsätzen besonders wichtig. Fahrer Danilo Golsch greift nach Möglichkeit schon auf den Höfen zum Hochdruckreiniger, denn der LKW ist während der Woche sein Zuhause und da soll und muss es sauber sein. An der Kabine selbst schätzt Danilo vor allem das moderne Interieur und das reichhaltige Platzangebot. Weil er jeden Tag draußen arbeitet, weiß er genau, was es wert ist, sich nach Feierabend in ein gepflegtes Fahrerhaus
zurückziehen zu können, mit viel Platz, deutlichem Stauraum und einer angenehmen Innenhöhe. Wir brauchen ja den LKW, um den Separator zu ziehen und quasi als unser Hotelzimmer, unser rollendes Wohnzimmer quasi. Wohnzimmer und Schlafzimmer. Und wir sind die ganze Woche unterwegs und sind dann ja, tagsüber oder abends dann im LKW. Ja. Also im Endeffekt wie ein Fernfahrer. Ja. Wie wichtig ist es da entsprechend unterwegs Komfort zu haben? Ja, der Komfort ist natürlich sehr wichtig, weil das ist ja dann die Entspannung zwischen den Arbeiten, sagen wir mal so. Ja. Zwischen den Arbeitsstellen, besser gesagt. Ne? Und da braucht man schon einen schönen LKW, wo man sich dann das auch gemütlich machen kann. Ja? Und um halt auch runterzufahren, abends dann, dass man morgens wieder angreifen kann. Danilos Arbeitgeber, die Firma MAD Lichtenfels, begreift den Einsatz der Ford F-Max mit Traktat-Tuning, aber auch als Chance, neue Berufskraftfahrer für diesen sicherlich nicht ganz so einfachen Job im landwirtschaftlichen Umfeld zu gewinnen. Bei der Firma Dietrich in Olpe hingegen entsteht zurzeit ein Ford-Schmuckstück nach dem anderen. Aber warum interessieren sich neben der Verfügbarkeit besonders viele Firmen ausgerechnet für den Ford F-Max? Ja, er bietet einfach sehr, sehr viel Potenzial. Er ist, ich sag mal, neu auf dem deutschen Markt. Es ist ja viel Potenzial da, alleine weil vieles einfach noch nie getestet wurde oder ausgeführt wurde. Andere Hersteller sind da ja, ich sag mal, seit Jahrzehnten auf dem Markt. Alles wurde rauf und runter getestet, ausprobiert, designt und ein Stück weit bei Ford Trucks ist es einfach grüne Wiese. Grüne Wiese bedeutet eben auch, dass hier besonders viel Luft für pfiffige Tuning-Ideen ist.